Ja, ja, genau. Wann hast du Prabhupada das erste Mal gesehen? In welchem Jahr? '72, glaube ich. 72, genau. Dann sage ich das auch noch. No, 73. 73. 73. Die sehen aus, als ob wir im Gefängnis sind. Ja, ja, genau, das habe ich mir auch schon gedacht. Sie sitzen am Käfig, musst du denen erklären, der ist affensicher. Ja, ja, genau. In Das einem ist, affensicheren, die Veranda ist affensicher. Nein, wir sind nicht im Gefängnis. Wir sind, zur Erklärung, wir sitzen nicht im Gefängnis. Wir sind auf der Veranda meines Apartments und es ist affensicher. Man muss alles abschließen hier, sonst geht das richtig los hier. Ne? genau. Mit Affen. Ja, der Krishna, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wieder zum weiteren Interview hier. Heute habe ich einen weiteren Prabhupada-Schüler, einen deutschen Prabhupada-Schüler, nämlich Prithu Prabhu hier zu Gast. Er ist schon auch sehr lange in der Bewegung. Und Prithu Prabhu ist 1946 in Meppen im Emsland ist er geboren worden und hat Prabhupada das erste Mal gesehen 1973. Und ich freue mich sehr, dass ich hier Prithu Prabhu heute begrüßen darf. Hare Krishna Prabhu. Und wir sitzen hier in Sri Vrindavan Dham. Und ich bin sehr glücklich, es war ein kleiner Traum von mir, Prithu wieder hier zu treffen, weil ich treffe ihn eigentlich jedes Mal, wenn ich in Vrindavan bin, ist Prithu auch da und wir sehen uns regelmäßig hier in Vrindavan. Und ich habe mir gedacht, wenn ich ihn diesmal wieder treffe, dann werde ich die Chance nutzen und ein Interview mit ihm machen. Und heute habe ich die Möglichkeit, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Also wir sind nicht im Gefängnis. Genau. Das ist dazu da, um die Affen von der Veranda zu halten, weil wenn die Tür offen ist, fressen die mir die Haare vom Kopf. Genau. Genau. Deswegen nicht wundern. Und ja, ich habe wieder meine typischen Fragen hier. Ich habe 8 Fragen. Und ja, dann lass uns einfach anfangen. Prithu Prabhu, wann bist du mit der Bewegung von Srila Prabhupada in Verbindung gekommen? Wann war das? 1971. 1971. Im Dezember. Ein Devotee in Hamburg hat einem Devotee, einer Mutter aus Meppen im Emsland, eine Ishopanishad verkauft. Oh, wow. Die wollte die auch gar nicht kaufen. Die hat da reingeguckt und sagte, mein Gott, da kann ich ja nichts mit anfangen. Und da hat er ihr erklärt, ihr Sohn, wie das so ist mit Müttern, wenn der Sohn sofort eine Reaktion im Herzen, mein Sohn, sie hat es gekauft. Sie hat es ihm gegeben, er konnte da nichts mit anfangen und er hat es mir gegeben. Und ich habe es gelesen, musste meine Schwester besuchen in Paris an dem Abend, habe die Ishopanishad gelesen, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Es war so fantastisch. Ich war also schon lange auf diesem Weg, ich habe auch Religionswissenschaften studiert, mit Hinblick auf diese Fragen des Lebens. Das ist das letzte Ziel des Lebens und so weiter. Und das Buch hat also total, auf gut Deutsch gesagt, reingehauen. Also was immer ich gelesen habe, das war also für mich der absolute Nektar. Und als ich fertig war mit dem Buch, habe ich mich entschlossen, die Devotees zu finden. Habe sie dann auch gefunden in Paris. War eine Gruppe von indischen Leuten. Ich habe sie gefragt, wo ist der Tempel? Sie sagten, da ist ein kleiner Shop um die Ecke herum. Die hatten also die Magazine da und bin ich zum Tempel gegangen in Paris. Fontenay-aux-Roses. Ich kannte mich in Berlin, in Paris aus. Ich habe da gelebt in meinen wilden Sturm- und Drangjahren. Und ja, dann habe ich mich eingeladen zum Essen. Mutter Mondakini war da. Sie hat mich so viel Prasadam gegeben. Und Peter, you must take a little more. I made this preparation especially for you. It is very, very tasty. Und die dachten, ich sah so ein bisschen zu ausgeflippt, was auch eine Tatsache war. Die haben mich nach Hamburg geschickt. Und in Hamburg habe ich dann übernachtet im Hotel und dann morgens bin ich zum Tempel gegangen und wollte joinen und erst hat den anderen Marsch getroffen und dann Hansel Dutta
Und dann habe ich mir erklärt, ich wollte ihm beitreten, der Hare Krishna. Ich habe mich entschlossen. Ich habe gesagt, was muss ich tun? Soll ich meine Haare rasieren lassen? Weil ich hatte einen recht üppigen Haarwuchs, bis auf den Hintern praktisch. Und er hat gesagt, also ich mache das, okay. Viele Leute sind reingekommen, der ganze Raum war voller Devotis, die haben alle gelacht und jubiliert und gesungen und Hare Krishna gesungen. Ich habe da gesessen und meinen Schmuck verloren, meinen Haarschmuck verloren. Und das war um 10 und dann habe ich Prasadam gegessen und dann um 12 Uhr war ich schon auf der Straße in meinem Dhoti am 1. Januar 1972. Es war total kalt und der Wind von der Elbe hat den Dhoti hochgehoben und ich hatte ja nichts drunter, einfach nur meine Beine. Es war saukalt, aber ich war in totaler Ecstasy. Ich war in Ekstase, dass ich endlich das gefunden hatte, wonach ich so lange gesucht habe, nämlich Gott, Krishna. In einer anderen Gestalt. Ich hatte also im Grunde genommen ein Krishna-Bild über meinem Bett hängen, mit Radharani seit einer langen Zeit, aber ich wusste nicht, dass es Krishna war, dass es Gott ist. Ach wirklich, ja? Ja, ich dachte, das sei sein Hindu-Gott. Ich hatte also über mein großes Bild von Krishna und Radha. Und dieser Freund, der mir das Buch gegeben hat, der war sehr deprimiert, der wollte vom Dach springen. Und ich habe dann mit ihm zusammen gesungen. Ich hatte so einen Altar mit Jesus und Maria, Josef und Buddha. Und das war so eine gute Mischung der Weltreligionen. Und dann habe ich gesungen und nach einer Zeit ist mir plötzlich dieses Hare Krishna Mantra eingefallen, das ich gehört habe in meinem Studentenheim. Nebenan ist mir jemand auf die Nerven gegangen, der hat immer diese Platte aufgelegt. Hare Krishna, Hare Krishna. Ich wusste nicht, was das war. Und irgendwie ist das mir in den Kopf reingegangen und das habe ich mit ihm gesungen. Und wir wurden beide ekstatisch und wir haben getanzt. Und ich wusste gar nicht, was das war, dieses Mantra. Er wusste nicht, was das war. Ich sagte, willst du springst du heute Abend noch vom Dach runter? Er sagte, nein, keine Ursache, ich fühle mich total gut. Das war unsere erste Begegnung mit dem Hare Krishna Mantra. Das am Vorabend praktisch. Oder einige Vorabende vorher. Und dann, das war es dann. Ich war dann nach der Hare Krishna beigetreten und habe dann gemanagt, zusammen mit Hansadutta und Chakravarti. War ich also einer der Managers des Tempels. In Hamburg dann, ja? Hamburg, ja. Okay. Bartelstraße. Das war so der erste wirkliche Tempel der Hare Krishna Bewegung. Und Chakravarti war damals die rechte Hand von Hansadutta. Hansadutta war der amerikanische Governing Body Commissioner und der war total, zu der Zeit zumindest, war total intensiv drauf. Jeden Morgen zum Mangalarti, jeden Abend in der Kirtans geleitet und so weiter. Er war sehr beeindruckend. Und das war es dann. Und so hat sich das dann über Jahre hingezogen. Dann habe ich später einen Tempel aufgebaut. Was war denn das? Der erste Tempel war in Berlin. Da war Shivanand und ich sind dahin geschickt worden. Und es gab keinen Tempel, es gab nur einen Haushälter. Akrura und Kandabasi mit 2 Kindern in einer Einzimmerwohnung im Erdgeschoss an der Nordbahnstraße, direkt an der Mauer. Und wir sind gekommen, ich sagte, wir wollen hier einziehen. Er sagte, es gibt ja keinen Platz hier. Ich sagte, das ist ja ein Holzboden, da muss ja ein leerer Bereich sein darunter. Hast du eine Säge? Und dann habe ich noch in den Boden gesägt und da sind 1 Meter Platz, das passt. Dann bin ich da runtergestiegen, das war mit Bhakti Baba, was war nicht. Dann sind wir beide runtergestiegen und haben ein Loch gegraben, 2 Meter bei 2 Meter, einen Teppich reingelegt und dadurch konnten wir sitzen, aufrecht sitzen. Das war unser erster Tempel. Herzlich willkommen zum Shri Radha Krishna Tempel in der Nordbahnstraße. Es war so kalt, dass also das Wasser im Glas gefroren ist. Das ist geplatzt. Und uns hat das überhaupt nichts ausgemacht, weil wir waren in Ekstase. Es waren sehr ekstatische Tage, wir haben sehr viel gechantet und Bücher verteilt und der ganze Mut war da, Prabhupada war auf dem Planeten und
Briefe sind gekommen von Prabhupada und so. Wann war das, Brito Prabhupada? So 73 oder 74? 73, 72, das war 72. Und Prabhupada ist gekommen 73 nach Amsterdam und ich bin da hingeflogen irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich bin da hingeflogen und Prabhupada ist angekommen im Flughafen, ich bin hochgegangen in die Immigration, denn ich wusste, wo Prabhupada rauskommt. Und da hat er also gestanden bei der Immigration, hat sich umgedreht, hat mich gesehen, hat die Hand hochgehoben und hat mich gewinkt. Und ich habe die Kamera hochgezogen und ein Bild gemacht. Ich habe das noch, das Bild. Das war das erste Bild, was also Prabhupada und Prito Das exklusiv, da war niemand sonst da. Die anderen waren alle unten an den Gepäckbändern und haben Gepäck eingesammelt. Und ich habe da also einen kleinen Moment Prabhupads Blick auf mich ruhen lassen. Und es mir also, habe ich gesagt, das ist tatsächlich mein Vater. Ich hatte in der Ähnlichkeit mit meinem Vater, die hohe Stirn auch. Und ist an mir vorbeigegangen, runtergegangen mit seinen Servern und ich habe also geheult und gezittert und alle möglichen gegensätzlichen Gefühle von Lachen zu weinen haben in mir stattgefunden. Wow. Das war die erste, sehr emotionale Ereignis eigentlich. Und dann sind die runtergegangen in die VIP-Lounge und haben Prabhupada interviewt, da waren so einige Reporter. Und das Unglaubliche war, dass bis zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viele Prabhupada-Tapes gehört, aber nur 50% davon verstanden. Er sagt jetzt zum Beispiel to serve and birds. Was sind birds? Birds sind birds. And serve means to serve und so weiter, das bengalische Englisch. Aber dann zu meinem Erstaunen, als ich dann neben Prabhupada, in der Nähe von Prabhupada saß, konnte ich jedes Wort verstehen und ich konnte das konnte ich gar nicht verstehen. Ich bin dann zurückgegangen und habe im Tempel dasselbe Tape gehört, was ich also halbwegs vor dem Flughafen gehört habe. Mit 50%, ich habe das nochmal aufgelegt, ich konnte alles verstehen, total. Das war also wirklich ein kleines Wunder. Prabhupada hat also manchmal kleine Wunder gezeigt. Und von da an konnte ich den Prabhupada sehr gut verstehen. Sehr schön. Danke. Wann war denn deine erste Einweihung oder wann wurdest du von Prabhupada eingeweiht? Im selben Jahr, 1972, Shivananda Prabhu, ich habe in Shivananda gelebt, in einer kleinen Wohnung mit 2 Hippies von San Francisco und ihrem Kind. Die haben uns eingeladen. Wir haben im Tempel, wir wollen einen Tempel aufmachen in Heidelberg, die haben ja im Tennissaal des Studentenheims gelebt, auf der Bühne, hinter dem Vorhang. Das war der erste Hare Krishna Tempel in Heidelberg. Und ich bin jeden Tag rausgegangen, habe die Bücher verteilt und bin immer umringt worden. Damals war das so eine Sache mit den Christen, die konnten das überhaupt nicht verdauen, dass wir auf der Straße sind. Die haben mich immer umringt. Und mir hat das auch total gefallen, weil ich bin gut im Argumentieren und habe da also auch ganz schön draufgehauen. Und das ist eine Ablenkung vom Verteilen der Bücher. Und von da haben wir dann verschiedene Grundstücksmakler besucht und dann haben wir auch sofort ein Grundstück gefunden, ein Haus gefunden, Traumhaus, direkt an der Straßenbahn zur Innenstadt. Und da waren also 30 Leute haben im Treppenhaus gesessen und gewartet, dass sie interviewt werden. Und neben mir hat ein Professor besessen, auf der anderen Seite hat der Makler, der Grundstücksmakler, der wollte das Haus auch haben. Das war billig. 350 deutsche Mark im Monat, 15 Euro im Monat. Okay. Mit einem Riesengarten dahinter. Und da hinten bei der Tür, da konnte man direkt in die Reihe gehen. Ein riesengroßer Walnussbaum und fantastisch. Und direkt an der Haltestelle. Also 3 Stationen ist man auf der Hauptstraße. Und also alle interviewt worden. Ich bin da mit meinem Dhoti reingegangen und sie war sehr erstaunt natürlich am Anfang. Und ich habe gesagt, entspannen Sie sich, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin ein Mönch. Und wir verbreiten spirituelles Leben, wir helfen
Menschen von Drogen loszukommen, habe ich erklärt. Und auch wir sind gegen Abtreibung und all diese traditionellen Dinge, die also normalerweise der deutsche Mittelstand zu der damaligen Zeit gut akzeptieren konnte. Und ich habe gesehen, sie hat immer genickt und genickt und genickt. Ihr Gatte hat nichts gesagt. Und dann haben die alle interviewt, 40 Leute, dann sind die rausgekommen zum Schluss. Der Grundstücksmakler hat gehustet, hat gesagt, also wir haben, die Entscheidung ist gefallen und die wollen das der Hare Krishna Bewegung geben. Ein Raunen durch die Menge gegangen. Ne? Das war also ein unglaubliches Ereignis für jeden. Ne? Und dann bin ich da reingerannt, die Frau meine Hände genommen und gesagt, junger Mann, ich vertraue Ihnen. Ich gebe Ihnen dieses Haus für den Rest Ihres Lebens, ohne je die Miete zu erhöhen. Wow. 350 Mark. Leider ist es dann später, sag mal, vermasselt worden von den Devotees. Eine andere Geschichte. Und das war also unser Tempel und der hat geblüht. Viele Leute gekommen. Erstmal ist Ram Mohan gekommen, dann ist Krishna Chaitra Maharaj ist gekommen. Und so viele Devotees sind gekommen in der ersten Phase. Wir haben sehr gepredigt, das war total beliebt. Am Anfang waren wir 2, dann waren wir 4 Devotees. Und die Generale Polizolzlua, wir haben morgens Mangelartig gehabt und dann auch Riesig gehabt, eine kleine. Und dann hat Shivananda in der Küche immer Granola gemacht. Mit heißer Milch oder Joghurt. Mit Joghurt, das wurde serviert. Und da haben wir also gegessen bis an die Kiemen praktisch. Und sind dann hinten übergefallen, haben erstmal geschlafen und sind um 12 Uhr aufgewacht. Das war die Sadhana damals in der Karlsruher Allee. Und es ist sehr viel los gewesen, viele Devotees sind gejoint. Und da gibt es viele Geschichten, die ich erzählen könnte. Wie viele Tempel gab es zu der Zeit? Wenn du sagst, da gab es eigentlich nur Hamburg. Hamburg, Berlin? Dann gab es Berlin, ist deshalb nicht gelaufen. Dann gab es Hamburg, dann gab es Heidelberg. Das war also im Grunde genommen das Kreuz, das Drehkreuz. Heidelberg war so viele Devotees gejoint. Und dann in der ersten Woche haben wir ein Auto gekriegt in Hamburg und ich war der Einzige, der einen Führerschein hatte. Also ich habe den da runtergefahren, nagelneuen Postbus, also die Farbe eines Postbusses. Dann haben wir in Hamburg, in Frankfurt bei Hippies übernachtet. Ich kannte diese ganze Hippie-Szene von Frankfurt sehr gut. Und das war chaotisch. Die hatten einen Weihnachtsbaum, die haben ein Loch in die Wand reingeschlagen, von einem Raum zum anderen, damit der Weihnachtsbaum horizontal in die Wohnung passte. Also und wir haben gepredigt, wir haben Kirtan gemacht, Passagen, und dann sind wir nach München gegangen und da habe ich also zum ersten Mal Bhakti-Bhushan Swami gesehen. Der hat da gesessen und ein Interview gegeben an das deutsche Fernsehen. Und er hat also so präzise Antworten gegeben, das hat mich total begeistert und mich imponiert, wie direkt und wie klar er die Fragen des Fernsehens beantwortet hat. Das war mein erstes Erlebnis im Tempel. Er hat da mit seiner Frau gelebt und von da ist er, glaube ich, umgezogen, später nach Schleißheim. Und das war also Heidelberg. Und dann das nächste war dann der Rettershof. Das ist uns, da sind zu viele Leute gewesen und das hat einfach nicht mehr gepasst. Und dann hat Hansel Luther mich gebeten, einen Platz zu finden. Und das ist mir dann auch sehr gut gelungen, weil ich war vorher auch in der Jugendbewegung sehr aktiv. Und ich habe das Herbergswerk, Deutsche Jugendherbergswerk, angerufen und gesagt, habt ihr irgendeinen Platz, den ihr nicht mehr braucht? Weil die haben immer so gute Plätze in der Landschaft irgendwo. Okay. Und gesagt, ja, gut, dass Sie anrufen. Wir haben ein Schloss angeboten gekriegt in der Nähe von Frankfurt. Und wir brauchen das nicht. Wir haben uns dagegen entschieden. Ach, dann warst du derjenige, der Schloss Rettershof gefunden hat, sozusagen? Ja, nicht wirklich. Wahnsinn, okay. Ja, ich habe das gefunden. Wow. Und dann habe ich die Frau kennengelernt, die Besitzerin. Das war eine Gräfin von Rothschild. Also eine sehr
berühmte Familie. Ja. Und ich habe die besucht in Bad Homburg und ich habe sie überzeugt. Ich habe einfach klar gepredigt, wir helfen der Welt. Warum wollen Sie dieses Schloss an irgendwelche Leute verkaufen, die ja doch nur lustige Aktivitäten ausüben? Warum nicht einer Bewegung, die also was für die Jugend der Welt tut? Das hat sie beeindruckt. Sie sagt, da haben Sie eigentlich recht. Ne? Warum wir im Doti? Es war nie ein Problem, wenn man also Leute, die also, sagen wir mal, etabliert sind, gute etablierte Leute haben da nie ein Problem mit gehabt. Und habe jetzt gepredigt für Stunden. Also gesagt, ich gebe Ihnen das. Für, was war das, 5.000 Mark, glaube ich, im Monat. Das konnten wir uns leisten. Da eingezogen, das war da. Und dann wenig später ist Prabhupada gekommen. Das war so 1974, wir sind im Jahr 1974. Prabhupada ist gekommen und am Flughafen hatten wir Acharya Prabhupada einen weißen Mercedes gemietet, um Prabhupada würdevoll abzuholen. Und ich hatte so einen VW-Bus, ich habe da einen Lautsprecher oben aufs Dach gesetzt und bin eine Stunde, sag mal, 15 Minuten vorhergefahren. Sagte, meine Damen und Herren, der Führer der Hare Krishna Bewegung kommt. Bitte kommen Sie nach draußen und begrüßen diese sehr weltberühmte Persönlichkeit. Die Straßen waren gesäumt voll. Und Prabhupada konnte das über alle gewinnen. Prabhupada konnte das überhaupt nicht verstehen. Da hat ihm jemand erklärt, dass ich also 5 Minuten vorher war in meinem Lautsprecherwagen. Und das Interessante war, als wir zum Rettershof, der Rettershof hatte eine Reitschule unten, wo also die ganzen, Bad Homburg, da leben die ganzen reichen Bonzen. Der ganze Finanzadel lebt da, ne, von Frankfurt. Und die waren alle in der Reitschule und die haben also, das hat ihnen sehr imponiert, weil wenn man in ein Schloss einzieht, muss man Geld haben, da ist man irgendjemand. Das ist ja für die ja kein Thema mehr gewesen, ob das ein Hare Krishna ist oder nicht. Wenn man da einzieht, das ist ein Platz, den die alle kannten, wo sie sich immer getroffen haben, wo sie getrunken haben und was nicht alles gemacht haben. Das war also für sie, die haben da alle gestanden im Spalier, so 30 Pferde und 33 Leute haben da drauf gesessen, das waren alles steinreiche Leute. Alle, als Prabhupada vorbeiging, haben die alle salutiert. Das hat also Krishna arrangiert auf diese Weise, wurde der reine Gottgeweihte standesgemäß empfangen vom Geldadel Deutschlands. Frankfurt, das ist Geld, die Banken. Ne? Ich habe das auch später gemerkt, wir hatten ein Engagement in Bad Homburg mit Prabhupada und der ganze Parkplatz war voller Mercedes, BMW, 4, 5 Rolls-Royce, also da waren die Feinsten vom Feinsten, das war ein sehr feines Hotel. Die waren da, keine Hippies, nur sehr etablierte, reiche Leute, die wollten einfach mal wissen, was der Swami zu sagen hat, weil die haben alle Existenzprobleme. Die wollen wissen, wie von einem Swami zu hören. Was mache ich mit meinem... Und Prabhupada ist reingegangen, Hansa-Luther war rechts, ich auf der linken Seite, kann mich noch genau erinnern. Und Prabhupada hat gesagt, Hansa-Luther, da war der riesengroße Vyasa-San auf der Bühne, der war so groß wie ein Flugzeugträger praktisch. Ne? Und Prabhupada hat gesagt, take the seat out. Sagte Hansa-Luther, why? Während wir also auf dem Weg zur Bühne waren, er sagte, I understand the people are envious when they see me sitting on this seat. Die Leute werden neidisch sein, wenn sie sich auf dem Sitz sind. Dann haben sie ihn rausgeräumt, in einen Stuhl hingesetzt und Prabhupada auf den Stuhl gesessen, haben die spontan geklatscht. Ja, nice. Das hat ihnen total gut gefallen, den Leuten. Ne? Prabhupada hat sehr gut gepredigt und alle sehr befriedigt nach Hause gefahren. Und wir haben also im Grunde genommen da auch schon einen recht guten Eindruck gemacht, der später gelitten hat unter so, das war der Anfang. Ne? Und deine Einweihung, die war dann? Meine Einweihung, ich bin also da vom Sankirtan, als wir bei diesen Hippies gewohnt haben in Heidelberg, ich habe Shivananda erklärt, ich bin überhaupt nicht fähig, eingeweiht zu werden. Er sagte, schreib einfach einen Prabhupada, schreib deinen Brief, was immer du im Herzen hast, welche Ängste du hast, und stell das in den Brief rein. Da habe ich einen Brief geschrieben und zu meiner Überraschung, als wir eines Tages zurückkamen vom Sankirtan, hat er so eine Kette aus dem Briefkasten rausgehangen. Das waren die dicken Perlen, die haben dann nicht durch
bin Ja, nicht gepasst. okay. Der hat also den Brief reingeschoben und irgendwie hat er das gemacht. Da hing die Kette da drin, das waren meine ersten Beats von Prabhupada. Und meine Einweihung, ich bin eingeweiht worden in Tokio, in Japan. Prabhupada war in Japan zu der damaligen Zeit. Aber der Brief, der kam... Der Brief kam nach Deutschland. Nach Deutschland. Wo warst du da zu der Zeit? Heidelberg. In Heidelberg Die war Einweihung selbst. Okay. Prabhupada hat mich eingeweiht, in den Namen gegeben und so weiter in Japan. Aber da warst du da gewesen? Nein, der Brief ist geschickt worden. Und Ach, er war gerade in Japan, hat den Brief aus Japan nach Heidelberg. Ich habe so den Brief. Okay, wow. In meinem Safe. Also wurdest du durch den Brief eingeweiht. Okay. Wow. Und dann hast du den Namen Prithu bekommen. Prithu Prabhu. Aber er erklärt, Prithu war ein großer König und da solltest du auch ein gutes Beispiel geben und Namen geben, Bücher verteilen gehen und so weiter. Und nicht sicher, dass du zurück nach Hause gehst, in die spirituelle Welt. Tja. Ich kann dir den später mal zeigen. Okay, sehr nice. Sehr. Kannst du vielleicht sogar einblenden. Ja, können wir machen. Und dann, die nächste Frage. Genau, die hast du schon beantwortet. Was bedeutet der Name? Das haben wir jetzt gerade gehabt, sehr nice. Hattest du viel Gemeinschaft mit Prabhupada persönlich und konntest du ihm persönlich Dienst erbringen? War das möglich? Irgendwie ja, ich habe eine ganze Reihe Situationen gehabt mit Prabhupada, wo ich also mit ihm auch persönlich gesprochen habe. Wir fangen mal an mit dem ersten, als er also nach Frankfurt gekommen ist. Ich habe dieses Festival gemanagt. Prabhupada Festival in Frankfurt, Rettershof. Ich hatte der Tempelkommando damals, ich hatte so ein magnetisches Board, wo die ganzen Namen auf kleinen Magnetoslips waren, ganz kleine Strips. Ich konnte also die Leute von einem Department, hier ist das Delhi Department, Köche, Sankirtan, Hainam und so weiter. Ich konnte die also rumschieben, wie ich das wollte. Wer geht, wer macht was. Und dann habe ich also gemanagt nach dem Frühstück und dann plötzlich merke ich, jemand steht hinter mir. Ich über meine Schulter, Prabhupada. Und auf den Boden gefallen, hat meine Obeisance da gebracht. Und Prabhupada hat an die Wand geguckt, an diese Magnetwand und hat gesagt, what is that? I said, Srila Prabhupada, this is a whole temple. Everybody is here. He said, and then I said, I can take one devotee from here to there. One Brahmachini from here, from the kitchen, into the daily department, from the daily department on Hainam, from Hainam auf die Wuppertal. The Prabhupada said, how does it work? I said, magnetic. I said, oh, magnetic management. Can I try that? I said, yes, Prabhupada. She said, okay, let's take this Brahmachari from here to there, this Brahmachari from here to there. Let's do a couple more, this to here, from there to there. And he enjoyed it, Okay. For him, something new, He enjoyed it. And he looked at me like a father. He looked deep into my soul. Mrs. Look, he looked deep into my soul and said, and all this will fail. And I was shocked when he said that. He said, unless there's love and trust, this cannot work. Ah, that's nice. Unless there's love and trust between the devotees, he said, this will fail. That was the first time that I had this experience of Prabhupada, eine very intense Person, die also wirklich zu einem persönlich spricht. Und ich wusste ganz genau, dass unser Management in Deutschland mal nicht nur Magnetik ist, also es ist halt recht problematisch eigentlich. Untereinander, die Chemie war sehr häufig recht anstrengend. Es waren einige recht anstrengende Devotees in der Bewegung. Ich kenne die Namen heute noch. Ich werde die Namen nicht nennen, aber es ist ja so, normalerweise hat man ja nur Gemeinschaft mit Freunden. Aber wenn man zu Hare Krishna bringt, wenn man zusammen mit allen möglichen Leuten, die man normalerweise nie getroffen hätte oder Gemeinsamkeit hätte mit verschiedensten Charaktere. Einer war ein Schlachter, unser Devotees. Also normalerweise setze ich mich nie mit einem Schlachter zusammen. Und es war so eine zusammengewürfelte Gruppe, die also alle ein Interesse hatten, nämlich Srila Prabhupada zu dienen.
Das war also der Verein, der einigende, das vereinigende Glied. Das ist also ein Erlebnis, weil du mich fragst. Ich habe also dann zusammen mit Satchidanand Swami, damals Satchidanand Prabhu, und Bhakti Gauravani Maharaj, damals Vedavyas Prabhu, im Glashaus dieses Hauses in Heidelberg, da war ein Glashaus hinten dran, wo man also Gemüse aufzieht im Winter, da haben wir also die Bhagavad Gita übersetzt ins Deutsche. Das war nicht immer ganz einfach, die Chemie war nicht immer sehr einfach, weil Vedavyas und myself, wir kamen von der Universität, für uns war das alles sehr einfach. Satchidanand Swami wollte es direkt übersetzen. Es heißt, wenn zum Beispiel das heißt, in Englisch, it's raining cats and dogs. Das müssen wir in Deutsch übersetzen direkt, es regnet Hunde und Katzen. Da kann also niemand was mit anfangen. Das ist ein Anglizismus. Und so, das war nicht immer ganz einfach. Aber dann ist schließlich die Bhagavad Gita gedruckt worden und Chakravarti hat die gedruckt. Das war ein Riesensuccess. Das ist Bertelsmann, soweit ich mich erinnern kann, oder Mohr, eins dieser beiden Häuser. Und erstklassige Produktion, alles auf Bibelpapier, sehr dünn eigentlich. Bibelpapier ist sehr dünn. Zugleich ist das nicht opak, also nicht, dass man die Schrift von der anderen Seite sieht. Und Prabhupada war begeistert. Chakravarti und ich sind nach Kalkutta geflogen und in Prabhupads Zimmer haben wir ihm dieses Buch gegeben. Ach, du warst dabei, wo die erste Bhagavad Gita in Deutsch Prabhupada überreicht wurde. Ja, sehr nice. In Kalkutta, Prabhupada hat sofort alles stehen und liegen lassen, sagte, please give me this book. Und hat er die aufgemacht und zurückgebunden, so weit wie es geht. Und sagte, das ist gutes deutsche Qualitätsarbeit. Very good. He looked at the paper, he said, everything first class. He said, when I was a medical man, he said, all my medicines came from Germany. Whatever they do in Germany, they do first class. And he was extremely pleased. This was the first publication of a Bhagavad Gita in a different language. Ach echt, 74, das war die erste? Ja. In Deutschland war die erste Bhagavad Gita? Ja, die erste Bhagavad Gita, die publiziert wurde, in einer nicht englischen Sprache. Wir waren da. Hansa Dutt hat es sehr gepusht und Prabhupada sehr gepleased dadurch. Oh, das wusste ich ja auch nicht. Interessant. Das war die erste Bhagavad Gita und die haben wir dann verteilt und wie wahnsinnig haben wir die verteilt. Also rausgegangen wie diese heißen Semmeln praktisch. Und ja, das war also für uns ein riesengroßer Sieg, die Bhagavad Gita zu haben in Deutsch. Und das war dann auch die Grundlage, warum es uns gelungen ist, also Leute, also wirklich berühmte Leute wie Professor Dürkheim, damals einzuladen, Prabhupada zu sehen. Dürkheim ist ja der Mann, der den Zen-Buddhismus in den Westen gebracht hat. Das war der Botschafter Deutschlands in Japan zu der damaligen Zeit und er hat sich dann versteckt in einem Zen-buddhistischen Museum, Kloster. Deutschland war ja zusammen mit Japan in der Verbündnis und er wollte da nichts mit zu tun haben. Als Hitler an die Macht gekommen ist, hat er die Botschaft abgeschlossen, Schlüssel weggeworfen und ist ins Zen-Kloster gegangen. Ist dann zurückgekommen, hoch dekoriert von Deutschland, hat alle Auszeichnungen, die man möglicherweise kriegen kann in Deutschland, hat er. Und eine sehr alte Familie, sehr alte Adelfamilie, Graf von Dürkheim. Und hat Prabhupada getroffen und also es war also unglaublich, wie Prabhupada zu ihm gepredigt hat. Also, das kann man sehen im Buch Science of Self-Realization. Da sind leider nicht alle Tapes da, aber die haben sich total gut verstanden. Dürkheim war 2 Jahre jünger und Prabhupada hat sofort verstanden, dass es eine recht, wie sagt man, eine sehr außergewöhnliche, bedeutende Person ist, wie er sich verhalten hat, eine adlige Person, das ganze Verhalten und auch sehr tief in seinen Gedanken. Und als ich Dürkheim zurückbrachte zum Frankfurter Flughafen, nicht Flughafen,
Frankfurter Hauptbahnhof. Der war sehr konservativ. Der ist von Todtmoos-Rütte in der Nähe von Freiburg ganz hochgekommen. Und auch nur aufgrund dessen, dass er Prabhupads Bücher gesehen hat. Ne? Bhagavad Gita gesehen, ich habe ihm den geschickt. Das ist immer das Beste. Man schickt die Bücher und ruft die anderen an und sagt, wie sieht's aus? Dann hat er mir am Bahnhof erklärt, dann hat er, Prithu, Prabhu, er konnte das. Ich sagte, ich habe in Indien viele Sannyasis getroffen, viele Gurus, viele Mahants, Tempelbesitzer, viele Babas, viele so eine bedeutende Persönlichkeit. Ich habe den Papst getroffen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Person getroffen wie Srila Prabhupada. Wow. Er sagte, er ist durch. Oder er ist auf der anderen Seite. Er ist durch. Das war sehr beeindruckend, die Bewegung. Meine kurze Unterhaltung mit Prabhupada hat mich total berührt. Das ist nirgendwo geschrieben, das ist halt, ich weiß das, weil er mir das persönlich gesagt hat. Es muss im Grunde genommen irgendwo aufgeschrieben werden. Das war sein persönliches Bekenntnis und er hat das ernst gemeint. Und Prabhupada. Später habe ich Prabhupada getroffen in Indien, wieder auf dem Thema der Bhagavad Gita. Ich habe Prabhupada erklärt, auf dem Morning Walk habe ich eine Frage gestellt. Ich sagte, Prabhupada, I translated your Bhagavad Gita in English, in German, and there's one verse where it says that everybody who chants the holy name has taken birth in all the holy rivers of India and taken bath in all the, visited all the holy places in India and taken bath in all the holy rivers of India. Does that mean that I was in India in my previous life? And Prabhupada, he smiled at me very nice and väterlich. He always had this fatherly kind of rasa with Prabhupada. And maybe, he said, but he said, even more important is that you understand that I created your good fortune. And I thought about this a long time. You see, because the truth is, the Hare Krishna mantra was secret for thousands of years. Yamunacharya, he was told this mantra by his guru, that anybody who chants this mantra will be liberated. He went on the rooftop and declared it to the whole. Guru was very angry. He said, well, it's the mantra is. So now, here's a point. Up to that point, yes, you had to perform all kinds of austerities till the Super Soul sends you somebody who introduces you into the chanting of Hare Krishna. This is how that works. You perform austerities and the Super Soul makes some arrangements. According he surrenders unto me, I reveal myself. It's in the Bhagavad Gita. You know? And so that was the system. This is how you come to the chanting. After a large amount of tapasya, but Lord Chaitanya, he broke the storehouse of love of God and gave it to everybody. And so Prabhupada is his #1 apostle, his #1 missionary who brought it to us and also to me. So in that sense, yes, he created our good fortune. It has nothing to do with previous life, any kind of personal achievement, nothing whatsoever. It's Prabhupada's pure mercy. Genau. Prabhupada hat so einen heiligen Namen gebracht. Genau. Das ist, ja, und so, er hat den heiligen Namen überall hingebracht. Seine Barmherzigkeit, das heißt ja, Ganaganatvam, der spiritual master, Samsara Loka. Ganaganatvam, er ist wie die Regenwolke, die das Wasser zieht vom Ozean der Barmherzigkeit, nämlich Krishna. Und er verteilt das und es fällt auf das Wasser und hat keinen Effekt. Viele Leute können den Namen nicht nehmen, die sind nicht in der Lage dazu. Dann fällt es auf das Rocky Land, und again kein Erfolg. Und dann fällt es auf das fruchtbare Land, also wo Leute also wir wollten zu der damaligen Zeit spirituelles Leben. Da war eine riesen Bewegung. Auf jedem Hippie-Altar war Buddha und Jesus und Maria und die Apostel und wer nicht noch. Und es gab eine Schallplatte, die damals sehr berühmt war. Die haben gesungen Buddha, Jesus, Buddha, Moses. Und dann Gauranga. Echt? Gauranga. Wow.
so ein Altar, den man offen, ich habe das noch, das Bild, man so öffnet, praktisch bei Bhavaswami hat das auch gehabt. Satchidananda. Das Interessante ist, also bevor wir zum Krishna-Ostern waren, Satchidananda Maharaj und Bhakti Baba Maharaj und ich selbst haben in der gleichen Stadt gewohnt. Nicht als Devotees, sondern als, wir waren Hippies. Und ich kannte die ganzen Wohnungen, in der Bhakti Baba Swami gelebt hat. Ich kannte die alle. Aber wir haben uns nie selbst getroffen. Ah, okay. Das immer nur als weil immer das Kommunen waren. Alter bezeichnet. Okay. Er hat mich garantiert getroffen. Ich habe ihn garantiert, weil er kannte das Speak Easy und so verschiedene Clubs. Das Greenspan vor allen Dingen, wo sich die ganzen alternativen Leute getroffen haben und im Stroblight getanzt haben. Und dann gab es ein Rolling Stone Konzert. Und da waren so viele Leute, die wollten rein ohne Ticket. Und dann hatte jemand gesagt, wir müssen einfach um die Ecke rumgehen, da ist ein Zaun. Und wenn den Zaun hüpft, ist man praktisch da drin. Dann sind wir also hochgeklettert, so 100 Leute. Und dann ist der Zaun zusammengebrochen. Und auf dem Zaun war Bhakti Baba Swami, Satchidananda Swami und ich selbst. Wir waren alle auf dem gleichen Zaun. Und wir sind da reingepresst durch die Noteingänge. Und wir waren auf der Balustrade. Und ich habe noch Mick Jagger gerade angefangen. I can't get no satisfaction. Diesen Song. Ich gesagt, we have that. All you couldn't get it. We got it. We got the Hare Krishna Mantra. We got Srila Prabhupada. Nice. Also interessant, dass wir da also wir waren alle auf der gleichen Schiene. Ne? Ja, das war alles in Hamburg, ja. Das war alles. Ja, Krishnas Arrangierung einfach, ja. Das er so zusammengeführt hat. Ja, sehr, sehr nice. Ja, danke für das Teilen. Ich habe hier noch eine Frage. Welche Anweisung oder Aussage von Srila Prabhupada ist für dich die wichtigste? Oder was? Die wichtigste ist Yadidekataka Krishna Upadesh. Wo immer du hingehst, Friede, Krishna Consciousness. Das ist mein Ding. Wirklich, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich länger als einen Tag auf dem Altar sein könnte. Okay. Und das ist also überhaupt nicht, das passt einfach nicht. Oder ein Koch sein könnte. Das ist unmöglich. Ne? Oder irgendwas anderes, als was ich also tatsächlich mein ganzes Leben gemacht habe, nämlich gepredigt habe und gereist bin. Und ich bin jetzt hier, ich bin ja schon wieder nächste Woche bin ich schon wieder in Afrika, um zu predigen. Ich kann das nicht lassen, ich kann gar nicht anders. Das war immer schon von Anfang an so. So als Prabhupada nach London gekommen ist, sind wir alle hingefahren, wir waren alle Buchverteiler und er hat diese Frage gestellt. Was ist der wichtigste Vers? Und Haraka Prabhu ist aufgestanden, wir waren beide im gleichen Wagen. Ich habe gefahren, er war auf dem Beifahrersitz und wir haben beide gesagt, gerade gelesen, Chaitanya Charitamrita, Yadidekataka Krishna Upadesh. Srila Prabhupada said, yes, this is indeed the most important verse. And then Prabhupada said, what does it mean, Krishna Upadesh? Ich habe mich angeguckt. Prabhupada, Upadesh, Desh means place. I remember, but Upadesh, I have no clue. I said, no, Upadesh means the highest instruction of Krishna. Like Upadeshamrita, the highest, the nectar of the highest. What is that Upadesh? What is that highest instruction? Und ich war da also wirklich auf dem roten Stuhl und einem roten Sessel und er hat gekocht, ne? Und er hat mich da gegrillt. Und ich habe gesagt, Prabhupada, I don't know what that is, you know. Das Sarva Daman Pridat, ja. Mommy comes to the number, da gib dich einfach mir hin und ich. Und dann hat er einen bedeutenden Satz gesagt, not only that you distribute my books, you must also read my books. So the first part of that instruction I followed quite well. The second, I have to, mehr maxima culpa, ich bin ein Sünder, was das betrifft. Das ist für mich nicht einfach, mich hinzusetzen und Prabhupada Bücher zu lesen. Ich habe also heute Morgen halbe Stunde gelesen, ich werde auch noch ein bisschen mehr lesen, aber Lesen war nie mein Ding eigentlich. Okay. Ich bin auch kein, wie sagt man, kein Philosoph in dem Sinne. Es gibt ja Leute, die sind so philosophisch, ich bin mehr
ein City Preacher, ne? Der auf der Straße steht und da loslegt, praktisch. Ne? Aber du verteilst heute auch noch Bücher? Also du probierst? Ich bin da so raus aus dem so lange. Also ich bin ein bisschen shy jetzt, muss ich sagen. Also wenn man so lange raus ist, dann kommt man noch nicht mehr so gut rein. Ne? Mein Körper ist jetzt 76 Jahre alt. Mit 76 Jahren verteilen die Menschen keine Bücher mehr, es sei denn bei den Zeugen Jehovas. Ne? Die stehen nur in der Straße. Stehen da so. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Ich kann das machen, aber darüber hinaus. Ne? Ja, aber du predigst und du inspirierst die Leute dann, die Bücher vom Das ist mein Ding, ne? Das ist mein Ding, das macht mir am meisten Spaß. Also wenn ich, auch in Indien, ich habe also wirklich eine fantastische Zeit hier. Wir haben sehr viele Tempel, wir haben 400 Tempel in Indien jetzt. Das ist unglaublich. Ja. Alleine Delhi hat 13 Tempel und 4 davon sind massiv. Da passen also Leute größer als Krishna Balaram Tempel. Und überall in Indien kommen Tempel hoch. Und die Qualität der Leute ist also unglaublich, sind ja alles Akademiker, die haben alle ein MA oder ein BA, sind alle von der Universität. Und es ist einfach, mit Leuten zu arbeiten, die ihren Weg kennen in der materiellen Welt. Man sagt denen, was sie machen, dass sie kennen sich aus, irgendwie ans Telefon und so. Also unglaublich, die indische Bewegung ist wirklich am Rollen. Ne? Wirklich am Rollen. Man hört es ja auch jeden Morgen bei der Mangelartig, wie viele Bücher verteilt werden, die sich von alleine verteilen in einem Tempel. Ja? Der Laden verteilt das, die verteilt. Jeden Morgen hier über 1000 Bücher. An einem Tag werden hier verteilt und das ist in Indien, glaube ich, der Standard so in vielen Tempeln. Also wir hatten wir haben einen Test, einen Bhagavad Gita Test, den also Leute mitmachen können von ganz Indien. Ne? Und da haben sich 125.000 Leute eingeloggt in diese Übertragung auf dem Internet. Und haben dann mitgemacht? 125.000 Jugendliche im besten Alter. Alle von Universitäten. 125. Das sind also Dimensionen, die man in Deutschland, kann man sich ja keine Vorstellung von machen. Und das ist also von meiner Ansicht nach, Prabhupada konnte in Indien nicht predigen. Indien war einfach nicht in der Lage, diese Botschaft zu nehmen. Er ist nach Amerika gegangen, hat sich da die Devotis gesammelt, die praktisch wie Bären und Affen in der Ram Lila. Und dann mit den ganzen Bären und Affen zurückgekommen, die weißen Elefanten, wie er gesagt hat. Und dann haben wir also Indien aufgebaut, die ersten Tempel, das Geld ist ja alles auf dem Westen gekommen, zur Buchverteilung. Alle Tempel, 3 Tempel, ne? Also Bombay und Mayapur und Vrindavan. Ne? Das war der Anfang. Und jetzt geht es also hier in Indien wird das mächtiger und mächtiger. Und mein Verständnis ist, von da geht die Bewegung zurück in den Westen rein. Wie es hier heißt, Buddha hat gesagt, der Buddha Amitabha, es gibt ja verschiedene Buddha Amitabha, der hat gesagt, wenn the iron birds are flying, wenn die eisernen Vögel fliegen, geht der Dharma in den Westen. Dharma muss in den Westen. Ne? Das ist eine Tatsache. Also, das war erstmal hier die Vorspeise, was wir in Deutschland gekriegt haben, in westlichen Ländern. Das ist nur die Vorspeise. Jetzt geht das erst richtig los, weil die ganzen Inder kommen nach Deutschland, die wollen im Westen arbeiten und ja, nice. Und Prabhupada hat auch gesagt, es gibt ja manchmal Schwierigkeiten in unserer Bewegung, ist ja klar, es sind ja alles Leute, junge Leute. Ich meine, ich weiß in Heidelberg, wir haben am Anfang, wir haben keine Ahnung gehabt, jemand hat Tulsi-Samen gebracht aus Indien. Wir sind alle, eine Tulsi-Pflanze erschienen, größer und größer und größer geworden, bis an die Decke praktisch. Die sind da rumgetanzt, Janikani, Chapapani. Ist dann einige Inder gekommen, die sagen, why you worshipping bamboo tree? Das war ein Bambusbaum. Und Hansen Luther hat uns erklärt, das ist also eure Hingabe, euer Bhakti, dass die Tulsi-Pflanze so ist, ein Bambus gefällt haben für ein halbes Jahr. Wir da uns verbeugt haben, hunderte von Malen vor dem Bambusbaum. Ich habe mich, I'm sure Krishna enjoyed that very much. You know, all the demigods there, they were laughing.
Das schien als in unserer Ernsthaftigkeit den Bambus zu verehren. Wir haben ja keine Ahnung gehabt, also das ist alles ganz neu damals. Und in Indien ist da noch Kultur. Die haben, da gibt es noch, zumindest auf dem Land, Indien war eigentlich das Land, die Städte sind ja nur 4% von Indien praktisch. Da ist die Gesellschaft sehr traditionell und die Frauen sind halt Frauen und Mütter. Also die sind da vollkommen verankert in dieser Position. Der Mann ist der Mann, der das Geld auf den Tisch bringt und die Familie beschützt. Das ist also Dharma. Es gibt keine Diskussion. Zumindest war es so. Okay. Ja. Heute in Amerika und auch in Deutschland, alles ist ein Argument. Ne? Ja, ist alles verrückt geworden. Ja, noch eine Frage. Was bedeutet es für dich persönlich, ein Prabhupada-Schüler zu sein? Naja, das ist also schon sehr speziell, dass wir also Gemeinschaft hatten mit Prabhupada. Aber hatte auch dabei, als Prabhupada den Körper verlassen hat. Jedes Land musste jemanden schicken und irgendwie habe ich das Glück gehabt, stimmt, du warst geschickt zu werden. Und ich war also ständig in Prabhupads Raum für Stunden, jeden Tag bis zum letzten Tag. Ich war dabei, als er den Körper verlassen hat. Ich habe also an den Füßen gestanden, da gibt es einen Film, da kann man das auch sehen. Und ich habe dann auch geholfen, Prabhupada. Danach wurde er gewaschen, nachdem er verschieden ist, und der hat ja keine Totenstarre. Das ist der Beweis. Ach, war alles? In der Gaudiya-Math ist das ein Skandal, wenn ein Guru stirbt und der hat eine Totenstarre. Okay. Ein Prabhupada war ganz locker und der Mund, der war runtergefallen, man hat gesagt, hey, Hare Krishna, das war's. Aber der konnte man hochdrehen. Und da habe ich schon mal gesagt, was machen wir damit? Ich sage, am besten nehmen wir einen Gamscha. Und ich habe da einen Gamscha drumherum gelegt. Ne? Und dann hat Prabhupada die Swami-Kappe auf Prabhupada gesetzt. Ne? Und da gibt es viele Sachen, die da passiert sind. Und das ist ein ganz anderes Tape. Die letzten Tage mit Prabhupada. Und aber würdest du sagen, dass das die intensivste Zeit war, die du mit Prabhupada hattest? Die letzte? Ja, ich habe jeden Tag gesungen für Prabhupada. 6 Stunden jeden Tag. Meistens war ich allein mit Prabhupada. Okay, wow. Wie kann es intensiver sein? Du sitzt da klar. Und Prabhupada liegt da und rollt rüber zu der Seite, wo du singst. Und du singst. Also waren zu der Zeit gar nicht so viele Devotis anwesend, weil im letzten Video sieht man ja, da sind ja viele in seinem Raum. Ja, ich habe gesungen, meine Zeit war von 2 bis 8. Habt ihr euch aufgeteilt? Da ist keiner da. Okay. Und das Prabhupada gekommen, je später das wurde am Abend, desto mehr Leute kamen und gesehen, er hat den Körper verwandelt, hat geröchelt. Ne? Und dann haben die Fenster aufgemacht, draußen haben die Scharen gestanden, da waren so viele Leute im Raum. Jeder versucht da reinzukommen, aber ich war da von Anfang an den Raum gar nicht verlassen. Und wie lange habt ihr euch da um ihn gekümmert? Also dass ihr absehen konntet, dass es jetzt zum Ende... Den ganzen Tag. Den ganzen Tag waren da Leute mit rum. Also auch sehr stark, da gibt es einige Sachen, die Prabhupada gesagt hat. Zum Beispiel, sein Servant hat ihm Medizin gegeben. Prabhupada sagte, can you give me medicine? And he gave medicine. And he said, did you close the bottle? Hast du die Flasche verschlossen? No, Prabhupada. Das ist eure Krankheit. Ihr wisst, wie ihr Flaschen aufmacht, ihr wisst nicht, wie ihr Flaschen schließt. Ihr beginnt so viele neue Dinge. Und ihr seht nicht die Konsequenzen. Ihr wisst, wie man lebt, aber ihr wisst nicht, wie man stirbt. Und das muss ich euch zeigen. Und danach hat er Yaduba gerufen, um das zu filmen. Das ist also die Sequenz, wie es sich entwickelt hat, diese Idee. Und am letzten Tag hat Prabhupada gesagt, alles, was sich bewegt, das war das Letzte, was Prabhupada gesagt hat. Die Hand ist hochgegangen, ganz ruhig. Also wie so, man hätte gedacht, dass sie gezittert hätte. Die war vollkommen ruhig. Da, in der Luft gestanden.
Und dann hat Prabhupada gesagt, alles, was sich bewegt und was sich nicht bewegt, es gibt nichts als Krishna. Dieses Bewusstsein nennt man Krishna-Bewusstsein. Das war's. Riesenkirtan ausgebrochen und jeder dachte, also ich hatte das Gefühl, dass ich habe sehr viele Stimmen gehört. Ich war nicht der Einzige. Viele Devotees haben viele Stimmen gehört. Also ich hatte den Eindruck, das Dach war weg und da waren also eine ganze riesige Menschenmenge, die Hare Krishna gesungen haben. Und wir waren nur ein Teil eines größeren Kirtans, der stattgefunden hat. Das war mein Eindruck. Ich bin nicht der Einzige, der den Eindruck hatte. Also als hätten die Halbgötter und alle mitgemacht. Ja, ich war nicht der Einzige, der den Eindruck hatte. Dass wir ein Teil eines größeren Kirtans waren. Prabhupads glorreicher Abschied von der materiellen Welt. Wow. Ja, da warst du recht gesegnet, dass du da... Warst du der einzige deutsche Devotee, der da war zu der Zeit? Ja? Wahnsinn. Ja. Das ist echt... Da warst du vom Glück gesegnet, dass du dabei sein durftest. Da also, was heißt noch einige Dinge mehr, die da passiert sind, die aber sehr persönlich sind. Die kann ich dir außerhalb des Interviews erklären. Noch eine nice Frage. Welche Eigenschaft von Prabhupada berührt dich am meisten oder inspiriert dich am meisten? Sein Enthusiasmus. Man kann nicht sagen, welche Eigenschaft. Das kann auch viele sein. Jede Eigenschaft war perfekt. Ne? Und Prabhupada war in seinem Rettungshof, also durch das ganze Haus gegangen, hat überall an die Türen geklopft. Why are you sleeping? Prabhupada, I'm so tired. Why are you tired? Because yesterday I went on Harinam so long I came back. Okay, then you should sleep. Why are you doing this? He would ask. He would go into the kitchen, you know. What is this supposed to be? This is a kachori. Prabhupada would try, you know, and he would go down to the Buchverteilung, wo die Leute unten die Bücher gepackt haben, im Keller. Überall, im ganzen Haus rumgelaufen. Also war er total persönlich zu allen? Ja, ja. Zugleich aber sehr unnahbar, zugleich war er sehr persönlich. Er hat überall hingeguckt. Ne? Und das ganze Haus durchlaufen praktisch. Ne? Wie lange war er eigentlich in Rettershof? Da 74? 4 Tage, 5 Tage. 5 Tage. Von da ging es dann nach Schweden. Ne? Ich war aber in Schweden. Das war auch sehr schön. Also Prabhupada ist in eine Universität reingekommen, das war die Universität in Stockholm, und das waren alles Atheisten und Linke. Das war eine total linke Universität. Alles Anarchisten, Bakunin-Follower, das ist so der Anarchist, Trotzki, Maoismus, Stalin, Lenin, alles war da. Und Prabhupada hat das gerochen, als er da reinkam. Er hat das sofort verstanden, hat er gesagt, sich hingesetzt und sagte, so, there are 4 classes of men. Jeder war geschockt. In diesem Sammelsurium von Linken zu sagen, es gibt 4 Klassen, in der sogenannten klassenlosen Gesellschaft. Hat Prabhupada das gepredigt. Erstklassige Menschen sind die Brahmanen, zweiten die Kshatriyas und so weiter. Und als zum Schluss jemand hat, ist der Kragen geplatzt, wie man sagt in Deutsch. Hat aufgestanden und gesagt, of course you think you're first class men sitting on a high seat. Everybody goes down in front of you, you're covered with flowers. Are you first class? Ich habe da gesessen, 3 Meter, es war 1 Meter weg vom Prabhupada. Mein Blut hat gekocht. Und Prabhupada, wie gesagt, er kill him. Ich wäre aufgestanden, hätte ihn ermordet auf der Stelle. War so wütend. Ne? Deutsche. Mein Blut hat gekocht. And then Prabhupada, no, that no, I'm not first class. And then he said, actually I'm 5th class. Da war Totenstille im Raum. Also jeder war geschockt, als Prabhupada sagte, ich bin echt 5th class. Und dann sagt Prabhupada wurde emotional, ich habe das gesehen, seine Lippe hat gezittert. Und er hat gesagt, because I'm the servant of everyone. Und dann hinter der Brille kamen diese 2 Tränen. Das konnte ich sehen, weil ich nur 1 Meter weg war vom Prabhupada. 2 Tränen kamen runter. Ne? Und ich, totale Stille im Raum. Jeder war gerührt. Und ich war auch gerührt, ich habe geweint. Prabhupada sagt, I'm the servant of everyone. I knew, yes,
He's a servant of the whole world. A servant of Krishna. Und das war in Schweden, ne? Das war in Schweden, ne? Ja. Wahnsinn. Und wo hast du Prabhupada noch überall? Du bist ja auch viel rumgekommen in Indien, weltweit. In Indien. Ich habe ihn in London gesehen. London, zweimal oder dreimal. Ich habe ihn auch gesehen, letztes Mal, als er nach London gekommen ist, wurde er ja schon getragen auf dem Palanquin. Und nach einem Tag plötzlich musste er ins Krankenhaus und Heike hat das organisiert. Krankenwagen kam, hat Prabhupada ins Krankenhaus gebracht, weil er konnte kein Wasser lassen. Und dann haben die eine kleine Operation gemacht. Und der Doktor hat ihm gesagt, weil Prabhupads Füße waren, der Körper war vollkommen abgemagert und die Füße waren geschwollen. Okay. Und das bedeutet also Leberversagen, nicht Leberversagen, Nierenversagen. Okay. Jeder Doktor kann dir erklären. Das Wasser steigt dann bis zum Herzen, das war's. Okay. Und sie hat gesagt, Swamiji, du musst mindestens zweimal die Woche auf die Nierenmaschine, auf die Blutmaschine, Nieren tauschen. Prabhupada, ich werde das nicht. I will not do that. The doctor said, then you will die before the winter comes. Prabhupada said, then I die. I will not go on a machine. Let Krishna take care of me. Und das ist dann auch eingetroffen. Als ich dann in den Raum reinkam zum ersten Mal, habe ich die Füße gesehen und da war jemand am Massieren, habe ich gesagt, darf ich mal massieren? Prabhupads Füße massieren. Das war auch sensationell für mich. Ne? Ja, das glaube ich. Den Kopf geschüttelt. Das seine Lotusfüße, also das war sehr, sehr direkt. Wo du mich schon mal fragst, das war eine sehr direkte Erfahrung. Wenn ich an diese Dinge denke, dann muss ich mir sagen, es gibt also doch noch Hoffnung für mich. Ja, und das war das letzte Mal, wo dann Prabhupada in Europa war und dann, weil er das wusste, hat er gesagt, er will nach Vrindavan, ne? Weil er muss jetzt nach Vrindavan. Dann ist Prabhupada nach Paris gekommen. In Paris war ich da, auch die ganzen Deutschen sind nach Paris gefahren. Zweimal in Paris, einmal da war Prabhupada in Rue de Foch, I think. Der war da am Arc de Triomphe, in einer sehr eleganten Wohnung. Da hat der Prabhupada die Dedis installiert. War nur ein Ishwar, da war ich dabei, bei der Dedis-Installation. Und dann nochmal ist er gekommen und da ist Prabhupada auf die Farm gegangen, Numayapur. Da habe ich ihn erlebt. Anything else? Ja, meine letzte Frage. Wir setzen wir heute Abend noch hier. Ja, meine letzte Frage wäre, auch nochmal, ob du noch eine kleine Geschichte hattest, die du gerne teilen würdest, was dir spontan einfällt, irgendwas, wo du sagst, das war was ganz Besonderes, was ich mit Prabhupada erlebt habe. Oder entweder hast du es selber erlebt oder du hast es gehört oder irgendwas, nochmal so eine Abschlussgeschichte mit Prabhupada. Da muss ich mal kurz nachdenken. Das hätte ich mich darauf vorbereiten müssen. Also ich muss sagen, die beeindruckendsten Geschichten, die ich erlebt habe, waren eigentlich Prabhupada in Deutschland mit den verschiedenen, ein Professoren, ein Theologieprofessor für Theologie von der Frankfurter Universität, Professor Porsch, dann seine Begegnung mit Vater Emanuel. Das war sehr berührend, weil Prabhupada hat gesehen, dass er ein Sinnesgenosse ist. Prabhupada hat ihn sehr gewertschätzt. Und auch den christlichen Mann, Prabhupada hat immer das System gehabt, dass er die Leute gefragt hat, was ist ihre Philosophie? Das war die erste Frage. Das hat ja keinen Sinn, man weiß ja nicht, zu wem predigt man eigentlich. Man muss ja verstehen, wer da sitzt. Normalerweise machen die doch ruhig, die fangen an zu predigen, ohne zu wissen, wer das ist nicht gut. Ja. Und dann sehen wir die klassische christliche Philosophie verabreicht. Mit dem letzten Satz, niemand kommt zum Vater als durch mich. Und
dann hat Prabhupada darüber nachgedacht für einen Moment. Er sagte zu ihm, 2000 Jahre, 2000 years have passed. Lange Pause. And still you don't understand Jesus. Der Mann was in Schock. Er war geschockt. Professor für Theologie. Hat Prabhupada gesagt, because, weil, wenn du Jesus verstehen kannst, kannst du Krishna verstehen. Wenn du Krishna verstehen kannst, kannst du Jesus verstehen. Und wenn du sagst, du liebst Jesus, musst du auch Krishna lieben. Weil Jesus sagt, du sollst Gott lieben, er ist der Vater. Und wenn du den Vater liebst, liebst du automatisch den Sohn. Und dann hat er, dasselbe hat er in Ginsburg gesagt, in Amerika, dann hat Prabhupada einen Satz dazugefügt. Er hat gesagt, and when you tell me, wenn du mir sagst, you want to love only Jesus but not Krishna, dass du nur Jesus lieben willst, aber nicht Krishna, that means that you have no knowledge. Das bedeutet, dass du kein Wissen hast. Sehr klar. Ne? Ja, super klar. Ja. Ich muss sagen, das hat mich am meisten begeistert, das Predigen von Prabhupada und wie er mit Leuten umgegangen ist. Und speziell in Deutschland diese ganzen Gespräche, die ihr organisiert habt mit Prabhupada. Und da warst du bei jedem Gespräch dabei? Ich habe das ja organisiert. Du hast das alles organisiert. Das war mein Ding. Ne? Ich habe das organisiert, die Treffen. Und gerade mit diesem Christlichen haben wir dann später auch dieses Buch daraus gemacht. Ja? Hier Krishna, Christus, damit Krishna. Hat nichts zu tun. Ja, aber das haben sie doch dann benutzt. Teil davon, Teil davon. Aber auch andere Sachen, die vielleicht nicht so authentisch sind. Aus dem aquarischen Gospel. Ja, danke Priti Prabhu, dass du so viel uns einen kleinen Einblick gegeben hast in die alte Zeit der Deutschen. Ich habe mich gefreut, mal wieder zu sehen, meine Freunde und Feinde auch in Deutschland. Und ich wünsche euch alles Gute im Krishna-Bewusstsein. Letztlich wird alles gut werden. Es gab mal eine Situation, in der Prabhupada eine Gruppe von sehr betuchten, also reichen Leuten getroffen hat, in Bombay, glaube ich. Die sagten zu Prabhupada, du musst einen Nachfolger bestimmen. You have to name a successor. Und Prabhupada, I will not do that, ich werde das nicht tun. Das sind alles junge Leute, waren alle 20, 30 oder so. Muss man sich mal vorstellen, in der Gemeinschaft von solchen jungen Leuten hat Graf Dürkheim, nachdem Prabhupada zu ihm gepredigt, ein Dandavat von Prabhupada dargebracht und hat sich an seinem Fuß festgehalten. Wahnsinn. Eine adlige Person, weltbekannt, Professor für Psychologie. In jedem Psychologieinstitut in Amerika hängt sein Bild. Ich habe ihm ein Bild gezeigt, Prabhupada und ich mit Dürkheim, und gesagt, mein Gott, du kanntest Dürkheim. Ich sage, ja, ich habe zu ihm gesprochen. Ich habe so arrangierte Gespräche. Wird man sofort eingeladen. Das ist ein hohes Tier, wie man so sagt. Das ist hier lang auf dem Boden gestreckt. Prabhupada dem in die Ehrbietung dargebracht. Das waren dann für mich die totalen Highlights, weil das war so sehr persönlich. Ich war da sehr involviert in dieser ganzen Geschichte. Und ich habe auch gesehen, da war eine andere Person, die ich einladen wollte. Es gab zwei Personen mehr. Der eine war, wer war das noch? Heisenberg. Okay. Weizsäcker, Professor Weizsäcker. Okay. Der wurde ja später sogar Präsident, glaube ich, in Deutschland. War zumindest der Chef der Max-Planck-Bewegung. Der hat an der Atombombe mitgearbeitet, Weizsäcker. Und ich habe den eingeladen, weil ich hatte gelesen, dass er in Vrindavan war, weil er einen Guru hat in Vrindavan, Gopi Gita. Okay. Ich habe ihn angerufen, Herr Weizsäcker, wir haben Swami Prabhupada comes and he would like to talk to you. Let me send you some books. I sent him some books. Nach einer Woche wieder angerufen. And did you look at it? He said, yes, I come. And so he decided to come, but then in the last moment, there was some hold up, he couldn't come.
And then the other thing was Professor Heidegger. Heidegger ist ja wohl der berühmteste Philosoph des letzten Jahrhunderts gewesen in Deutschland. Sein und Zeit ist ein klassisches Buch, das in jeder Universität studiert wird auf der ganzen Welt. Und das ist ein wahnsinniger Denker. Und der hat also, Prabhupada wollte ihn sehen, da bin ich also nach Freiburg gefahren, vom Rettershof, das war also ein ganz schönes Stück, im Zug, 6 Stunden oder sowas, und habe da sein Haus gefunden und dann an die Tür geklopft und die Frau reinkommt und sagt, Gottes Willen, wer sind Sie? Ich bin der Mutter entspannt, ich bin ein Mönch in einer indischen Tradition und ich würde gerne Ihren Mann sehen. Und mein Guru wollte ihn sehen, das ist ein junger Mann, sagte, sie ist zu spät. Ich sage, ist er verstorben? Ich sage, nee, er ist oben. Und? Ich sage, er versteht nichts mehr. Er versteht nichts mehr. Ich sagte, dann kann sie sich auch nicht beklagen, wenn ich hochkomme. Und dann hat er gelacht, also, da haben sie eigentlich recht. Und bin ich hochgegangen und er hat da gelegen, diese Ikone der Philosophie, der ein Jahrhundert praktisch die Szene beherrscht hat. Ne? Und sein Bart regungslos. Frau hat mir einen Stuhl gegeben, ich habe neben ihm gesessen und habe versucht, mit ihm zu kommunizieren. Professor Heidegger, can you hear me? Keine Reaktion. Die Frau hat am Bett gestanden, am Fuß. Professor Heidegger, can you hear me? Ich habe 3-mal gefragt. Also Professor Heidegger, habe ich die Bhagavad Gita genommen und habe seine Hand berührt, seine Hände, die waren gefaltet. Sofort zugegriffen. Ah, echt? Ja. Sofort zugegriffen. Er hat das Buch genommen, hat die Augen aufgemacht, ganz langsam. Er hat gesagt, Bhagavad Gita. Ich kenne das Buch. Ich kenne das Buch, ich kenne das Buch. Er hat das Buch ans Herz gehalten und ist zurückgefahren. Ja. Und seine Frau, die hat gesagt, wie haben Sie das gemacht? Ich sage, ich habe Sie nie seit 5 Jahren nicht mehr so gesehen. Wie haben Sie das gemacht? Alles Prabhupads Barmherzigkeit. Meine persönliche Erfahrung, wie tief Prabhupada, Super Soul, ein Mann, das heißt ja, von mir kam Knowledge, Erinnerung, Vergessen. Savasya Shamadedi Sanivishtu Matas Mitya Jnana Puramsha. Wie Prabhupada den Mann von innen her leuchtet hat, für einen Moment, einen klaren Moment zu haben und die Bhagavad Gita zu erkennen. Das war für die Frau riesig. Das war ein riesiges Ereignis. Das war riesig, das war huge. Das ist wieder Prabhupada. Das ist auch etwas, was ich noch nie publiziert habe. Ja, das sind, ja. Deswegen ist es so wichtig von euch zu hören, weil da sind so viele kleine Nektar-Sachen und ja. Wir sind also alle es dauert nicht lange, also ich habe 76 Jahre, jeder legt noch schneller ein Ei und dann kommt der Tod herbei. Wie war das noch? Wilhelm Busch schrieb. Ne? Das ist nur eine Frage der Zeit. Also wir sind alle, wir sterben wie die Fliegen, meine Gottbrüder. Ne? In 10 Jahren ist dann niemand von uns mehr da. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Also im Grunde genommen sollte man das interviewen so weit wie möglich. Und das wird dann auch wichtig für die Nachwellen. Ne? Genau. Also, nehmen wir an, wir hätten Interviews mit Johannes dem Täufer und mit Paulus, dem heiligen Paulus. Je mehr Material, desto besser. Da stürzen sich die ganzen Historiker drauf, ne? Um die Bewegung zu verstehen. Also in Indien ist es sehr einfach, als Prabhupada Gottschüler zu leben, weil die geben einem alle Möglichkeiten, wo immer ich hingehe. Die freuen sich, dass man kommt, die wollen auch nicht, dass man geht. Und es braucht nur einen Phone Call, dann machen die alles, die holen einen ab und so weiter. Ja, danke. Danke, Pedro Prabhu, fürs Teilen. Und ja, alles Gute dir auf deiner Predigt. Du gehst jetzt in ein paar Tagen nach Afrika. Hoffentlich. Also ich habe gehört, da ist ein Problem mit dem Covid-Test. Ich habe da es wird sich alles arrangieren. Und
Ich bin dann nach Deutschland gekommen im November, um mein Visa zu erneuern, und dann wollte ich zurück auf den Flieger und dann hatte ich Covid-positiv. Ach echt? Okay. Dann muss ich in die Quarantäne. Ich habe da nichts von gemerkt, was es eigentlich ist. Nur einen Husten hatte ich. Ne? Nach 10 Tagen oder 15 Tagen habe ich Covid-negativ bekommen. Mein Körper hat das total vertragen. Ne? Und dann war ich wieder auf dem Flieger. Und es war also ein Riesending für mich, zurückzufliegen. Ich hatte irgendwelche Zertifikate nicht registriert auf dem Internet, irgendwie das nicht geklappt. Also die Deutschen haben mich, die britische Airways haben mich nach London geflogen, gesagt, bis dahin können wir fliegen mit guten Verantwortung, aber nach Indien, sie haben ja gar keine Dokumente von Indien bekommen, eine Zusage, dass sie überhaupt angenommen werden. Okay. Dann haben sie rumgefahren. Ich benutze im Flughafen immer einen Rollstuhl, weil ich kann mein eigenes Handgepäck nicht tragen und das ist sehr bequem. Die fahren dann rum, man braucht nicht in der Schlange stehen, es geht sofort durch. Klar. Überall 1, 2, 3, die bringen einen bis zum Flugzeug hin, bis auf den Sitz bringen. Und die haben mich rumgefahren von einem Platz zum anderen. Ist dann eine Frau gekommen und hat gesagt, zum Schluss, da sagte ja, Mr. Brinkman, there is no seat left anymore. The plane is leaving in 20 minutes, there's no seat. I said, well, let me have a look. And then she said, I have an idea. She went like this, I have an idea. Here's your boarding pass. Und dann habe ich da angekommen, war das in der Business-Klasse. Ah, wirklich? In der ersten Reihe, also vor mir war nur noch die erste Klasse und ich konnte meine Beine ausstrecken bis zu den Ohren praktisch. Hatte niemand neben mir, ein Fensterplatz, das sind nur 2 Sätze. Ein riesen, dicker, fetter Sitz in der Business-Klasse. Und da habe ich gedacht, doch, es gibt doch noch eine Gerechtigkeit. Es gibt noch eine Gerechtigkeit. Wie gesagt, hat Krishna arrangiert. Krishna arrangiert und dass sie den Platz bekommen wollten. Das war dann ruckzuck auch in Delhi gar kein Problem. Also selbst mein Visa, das hat ja 25 Minuten gedauert, 20 Minuten gedauert, ein Visa zu bekommen in die Botschaft. Einen Tag vorher habe ich jemanden getroffen, der kennt sich aus. Wir haben einen Termin, die waren ausgebucht für 3 Monate. Und der hat dann mit der Botschaft gesprochen und dann gesagt, ja, wir machen das noch schnell, morgen kommen Sie morgen früh um 6 oder sowas. Oder um 9 oder was immer. Der erste war ich da und dann sofort klack, klack, die 2 Stempel und das war es dann. Ja, nice. Ja, Prito Prabhu, danke dir. Ich bin froh, dass ich in Indien bin und ich lade euch alle ein, wenn es euch zu viel geht, packt die Badehose ein. Wie man so sagt, gibt es diesen Song, packt die Badehose ein, das kleine Schwesterlein hinaus, ich gehe zum Wannsee. Ne? Ja, und auf nach Indien, genau. Ich wünsche euch alles Gute, Gott segne euch. Und die Geschichte habe ich nicht zu Ende erzählt, also waren diese richtig reichen Leute. Prabhupada hat gesagt, ich bestelle keinen Nachfolger. Und dann habe ich gesagt, then your movement will be finished. Und Prabhupada sagt, don't worry about that. Macht euch keine Gedanken darüber. Dies ist die Bewegung von Lord Chaitanya, and therefore it will be 100% successful. Yes. 100% successful. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Danke.